Meine lieben Freunde, ihr schaut Mo von VR, ich bin Mutensen und ich habe hier seit 2,5 Jahren, glaube ich, bestimmt meine Meta Quest. Die habe ich mir damals in Italien gekauft, aber Meta ist zurück auf den deutschen Markt. Wir können jetzt, also zurück ist gut, weil damals, als sie weggegangen sind, hießen sie noch Facebook und die Brillen hießen noch Oculus, aber das ist eine andere Geschichte. Das ist die Meta Quest. Die kommt so, ja, ist ein wirklich schönes autarkes Headset. Mittlerweile gibt es auch Alternativen, aber das ist heute gar nicht das Thema. Die Meta Quest kommt allerdings mit diesem Strap hier. Ja? Das ist total okayisch für den insgesamt günstigen Preis, den sie beim Einstieg hat. Aber um ehrlich zu sein, wenn man mehr Zeit verbringen will in VR, lohnt es sich früher oder später da eine Alternative anzuschauen. Ich finde dafür, dass es einfach nur so Benzel sind, haben sie tatsächlich einen ganz guten Job gemacht, aber so nach einer halben Stunde oder so wird es immer mit denen so ein bisschen kritisch. Vor allen Dingen ist die Brille selber ja vorne ganz schön schwer. Die sitzt dann so am Gesicht und zieht immer runter. Ja, dafür sind die Benzel wirklich nicht ideal. Meta selbst bietet deswegen das sogenannte Elite Strap an. Dann gibt es auch noch das Elite Strap mit Battery. Jetzt ist mir aber aufgefallen, seitdem die wieder im Store sind, dass sie unfassbar teuer sind und es gibt wirklich bessere Alternativen. Ich selber nutze ein Strap von Kiwi und das jetzt schon seit 1,5 Jahren oder so. Ich bin da wirklich angekommen und jetzt hat Kiwi mir neue Straps geschickt, die ich euch mal zeigen wollte. Bei mir sind 2 Pakete angekommen, ja, und die gucken wir uns jetzt einfach mal an. Das ist das Elite Battery Strap. Ich finde die Verpackung von Kiwi tatsächlich mittlerweile sehr elegant, muss ich sagen. Guckt euch das mal an. Hier in der Fronttasche ist so ein Clip, was der macht. Dazu kommen wir noch. Und die üblichen Papierchen. Was ich nett finde, ist, dass das hier jetzt alles Pappe ist. Und das ist das eigentliche Ding. Ist keine große Zauberei. Hier drin ist netterweise nochmal ein Putztuch. Und das war es auch schon, ja. Für Meta Quest Leute keine großen Fragen offen. Hiermit klippt man das an die Quest. Das ist das Kabel dann zum USB-C-Port. Und hier hinten einsteckbar die Hinterkopf-Polster-Geschichte. Genau, so sieht das Ganze dann zusammengebastelt aus. Ja, also hier hat man diesen Clip, den ich eben erwähnte, als Führungsschiene für das Kabel so ein bisschen. Da kann man übrigens auch noch ein zweites Kabel reinmachen. Wofür, weiß ich auch nicht. Aber es funktioniert. Was ein bisschen interessanter, weil den habe ich auch jetzt noch nicht in der Hand gehabt, ist dieser Kollege hier. Oh, ist gleich im Deckel eine schöne Installationsanweisung. Okay. Auch nicht viel drin, wie ihr sehen könnt. Hier ist es allerdings ein bisschen voluminöser, weil hier jetzt halt die Kopfhörer mit dran sind. So, Hinterkopfteil und auch wieder ein Putztuch, sehr schön. In diesem Fall bastel ich hier das auch mal direkt zusammen für euch. Einfach eingeklippt. Und dann ist das Ganze schon startklar. Und wir bauen es jetzt mal an die gute Meta Quest. Das normale Kiwi Elite Strap war jetzt eigentlich seit circa einem Jahr mein Daily Driver. Ja, und damit war ich sehr zufrieden. Damit bin ich endlich auf der Quest angekommen, die ich immer so ein bisschen unbequem fand. Ich hatte anfänglich tatsächlich das Original Elite Battery Strap. Und was soll ich sagen? Natürlich ist es mir auch weggebrochen. Ja, und ich war extra vorsichtig, aber damals noch Facebook, die haben an dem Teil hier irgendein Materialfehler oder sowas, falsches Plastik. Auf jeden Fall ist das Ding reihenweise weggebrochen und das hielt mich auch davon ab, mir einfach das nochmal neu zu kaufen. Ich fand es aber sowieso, um ehrlich zu sein, auch nicht so super bequem. Ja. Was macht jetzt das Elite Strap anders? Zum einen möchte ich mal generell das Prinzip erklären. Also, dadurch, dass jetzt hier nicht nur ein Benzel dran ist, sondern eine Geschichte, die wirklich gut am Hinterkopf anliegt und auch hier oben entsprechend dann ein Polster hat, ist natürlich das ganze Headset auf eurem Kopf stabiler. Ja. In dem Fall des Akku-Straps, ihr könnt das hier sehen, da sind so Lichter, hier wird es aufgeladen mit USB-C, hat man jetzt hinten auch noch ein Gewicht. Ja, und das sorgt tatsächlich dafür, dass diese ganze Geschichte jetzt gut in der Balance ist. Das bedeutet, wenn ihr das auf dem Kopf habt, das ganze Teil, dann zieht es nicht mehr ständig nach vorne runter und drückt euch ins Gesicht, so wie mit dem Original-Strap, sondern ihr habt ein gut ausbalanciertes Ding. Und das erhöht natürlich das Gesamtgewicht, aber durch die Balance
ist es eigentlich dann ganz angenehm. Ja? Also ich kann mit diesem Headstrap, so wie es jetzt ist, und jetzt kann ich es ja verraten, ich hatte nämlich schon seit über einem Vierteljahr einen Prototypen davon und benutze dieses Akku-Strap seit irgendwie geraumer Zeit, komme damit sehr gut klar. Also die Bequemlichkeit auf der Quest ist damit für mich irgendwie um 700% erhöht worden und vor allen Dingen durch den großen Akku, der hier drin ist, ich weiß gar nicht, wie lang die Gesamtspielzeit ist. Ich habe das nie geprüft, weil man gefühlt sich nicht mehr drum kümmern muss. Aber ich glaube, der macht zweimal so viel Akku zusätzlich, wie hier drin verbaut ist. Ja? Also ewig. Man kann da wirklich lange Sessions machen. Dadurch, dass die ganzen Polster hier auch wirklich sehr geschmeidig und weich sind, hier am Hinterkopf auch, fühlt sich das Ganze auch an, als wenn man in einem bequemen Sessel sitzt. Ja, das habt ihr als Gefühl am Kopf. Übrigens ist das aber nicht nur gut. Ja, wenn alles zu weich ist, dann fängt das Headset auch an, ein bisschen zu wackeln und so. Das sollte man auch beachten. Deswegen, zu viel Polsterung ist auch nicht gut. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich zumindest das relativ harte Face Gasket, das Original Gasket der MetaQuest dran behalten habe. Das ist nämlich ein guter Ausgleich zu den ansonsten recht schön weichen Polstern. So habe ich keine Druckstellen am Kopf und am Gesicht und trotzdem stabilen Sitz. Ja, das ist für mich die Idealkonfiguration geworden. Was ich nach wie vor nicht schön finde, aber das ist tatsächlich auch beim Original so. Hier geht jetzt einfach ein Benzel raus, ein Kabel, und das steckt man dann hier vorne in den USB-C-Port der Brille. Super unelegant. Andere Hersteller haben schon gezeigt, dass das besser geht. Aber dafür hat man natürlich bei der MetaQuest jetzt die Flexibilität. Und ein Aspekt, den dieses Headstrap auch noch dem Elite-Strap voraus hat, ist folgender. Es hat hier nämlich ein Gelenk, wenn man einfach nur mal schnell reingucken will, wenn man nur mal so machen will und was einstellen, was ich als VR-YouTuber ja natürlich öfter mal machen muss. Und das zum Beispiel ging mit dem Elite-Strap nicht. Das ist hier steif und entweder ihr spannt euch das auf den Kopf oder nicht. Ja, es gibt nichts dazwischen. Das finde ich ganz gut. Das ist eine gute Lösung. Sehr bequem beim Aufsetzen. Einfach hier vorne rein, runterklappen, festdrehen, voilà. Absolut perfekt. Privat habe ich natürlich nicht die Mütze auf, wenn ich spiele, macht euch keine Sorgen. Dadurch, dass das Ding jetzt sehr fest am Kopf ist und so, könnt ihr auch euren Sweet Spot, also die ideale Position, wo eure Augen im Verhältnis zur Brille sitzen müssen, dann super einstellen. Bei mir ist das jetzt mein Daily Driver. Das ist das, was ich täglich benutze, weil es für mich perfekt ist. Es gibt auch ein sehr beliebtes Headstrap von Bobo, was eher so einen Halo-Strap-Ansatz hat, den ich normalerweise mehr schätze, aber das von Bobo ging bei mir gar nicht. Ja? Das hat bei mir einfach am Kopf nicht gehalten, das rutschte mir weg. Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich es nicht sehr schick finde. Ja? Da gibt es welche, die besser aussehen. Also dieses abgerundete Design, das wirkt auf mich immer so ein bisschen klumpig, aber das könnt ihr natürlich selber entscheiden, ob sowas für euch wichtig ist. Der nächste Kandidat ist dann das Audio-Headstrap, und hier muss ich gestehen, bin ich so gemischter Gefühle. Ich selber habe eigentlich mit dem eingebauten Sound der Quest überhaupt gar kein Problem. Ja, ich glaube, zu 95% finde ich den super und ausreichend. Habe nur ein Spiel, wo ich wirklich mal mir anfange, andere Kopfhörer aufzusetzen. Deswegen, also für mich persönlich ist Sound dann offensichtlich nicht ganz so wichtig. Ich komme damit gut klar. Ich kann aber verstehen, dass es Leute gibt, die sagen, nee, ich brauche da mehr. Was macht also dieses Ding? Ich habe es jetzt ranmontiert und ihr seht schon, es macht zuallererst die kleine MetaQuest zu einem ganz schönen Monster. Ja, also das hier ist jetzt etwas, das packt man sich nicht mehr so einfach in den Rucksack. Das Elite Akku-Strap ist natürlich auch schon ein bisschen mächtiger, aber das kann man so zusammenschrauben und dann ist es klein und fein. Hier hat man jetzt wirklich boom, boom, mehr Volumen. Die meisten von euch wollen das ja gar nicht rumtragen, sondern einfach nur zu Hause benutzen. So, ich habe es schon bei dem anderen gesagt, ich bin kein Fan von diesen draußen hängenden Benzeln. Hier gibt es jetzt noch mehr Benzel, die steckt man jetzt hier in den Klinkenstecker. Boom, und damit ist der Sound jetzt an diesen Teilen und kommt nicht mehr einfach hier raus. Das Ganze ist ja auch recht flexibel. Ne? Wir haben hier ein Gelenk, wir können es so drehen, das rastet auch ein bisschen ein, damit man die Stufe, die man gefunden hat, damit die auch hält. Und dann lässt sich das auch noch hier so kippen, wirkt dann ein bisschen Druck, damit es auch wirklich auf den Ohren sitzt. Und das kann ich schon sagen, bei meinem Test, das fand ich ganz angenehm. Es drückt nämlich nicht doll. Ja, es ist fest auf den Ohren, aber nicht so, dass man den Druck merkt. Das haben sie ganz gut gemacht. Ja, das gefällt mir. Dann kann man hier sogar noch
die Richtung einstellen, in die es gucken soll, und es gibt auch noch eine Möglichkeit, das zu verschieben. Also die Flexibilität ist absolut gewahrt. Auch das Leder, was hier benutzt wird, ist sehr schön weich und passt ja auch optisch schön zu den ganzen Geschichten. Also, der Eindruck ist gut. Nochmal den Test. Ich klappe es hoch, rein, klappe es runter, drehe es fest und zack. Doch, kann man machen. Ich habe jetzt natürlich ein bisschen mit dem Sound rumgetestet. Ja, ich habe das eine Spiel gespielt, bei dem ich normalerweise Kopfhörer aufsetze. Das ist nämlich Rocket NX. Das hat so sehr, sehr geile elektronische Musik. Ein geiles Spiel, ja, kann ich sehr empfehlen. Dann habe ich mir einfach Musik angehört über diese Kopfhörer. Und ich muss sagen, ich bin kein Experte, ihr habt es schon gemerkt, ja. Ich mache mir nicht so viel aus Sound, aber ich habe da auch keine massive Verbesserung gemerkt. Tatsächlich. Also ich hatte eine Valve Index, die hatte so über dem Ohr hovernde Kopfhörer. Und ich hatte das Gefühl, die haben wirklich geilen, satten Sound. Ich kann euch also jetzt nicht sagen, ist das hier ein fetter Bass oder nicht oder so. Ich fand sie einfach nur okay. Ja, aber keine massive Verbesserung. Es ist nicht so, dass ich gedacht habe, so wow, fett, eine andere Soundwelt. Es ist nur was für Leute, die wirklich sagen, ich möchte das nicht hier oben drin, sondern ich möchte es auf dem Ohr und ich möchte es ein bisschen dicker. Jetzt ist natürlich die große Frage, nämlich der Benefit, den das Elite Akku-Strap hat, dass man auch noch eine längere Laufzeit hat und eine bessere Balance, weil es hinten halt das Gewicht hat, den hat das hier jetzt leider nicht mit drin. Eigentlich müsste es auch noch ein Ding geben, was diese Dinger hat und hinten den Akku. Dann wäre es eine perfekte Kombi. Jetzt muss man sich immer entscheiden, hat man hier diese Soundgeschichten oder einen Akku. Das ist ein bisschen schade. Ich persönlich entscheide mich dann auf jeden Fall für einen Akku, muss ich ganz klar sagen. Ja, die Over-Air-Kopfhörer mag ich als YouTuber und als Spieler nicht, weil dann die Ohren zu sind und man hört seine eigene Stimme nicht mehr. Ist für euch vielleicht total irrelevant. Für mich ist es absolut relevant, weil ich meistens, wenn ich streame oder so, natürlich dazu spreche, und wenn man sich dann selber nicht hört, fängt man an, irgendwie rumzubrüllen. Übrigens vielleicht auch ein Grund, warum so viele Menschen im Multiplayer rumbrüllen, ja, weil sie geschlossene Kopfhörer haben, sich selber nicht hören können und dann immer rumschreien. Ist aber nur eine Theorie. So, ansonsten ist das Ding jetzt natürlich auch toll ausbalanciert, super bequem, das muss ich gar nicht mehr dazu sagen. Das erfüllt es auf jeden Fall. Und jetzt kommen wir mal zum letzten, aber interessantesten Punkt. Das Original Kiwi Elite Strap, was ich schon vorher getragen habe, ja, und was ich auch definitiv empfehlen kann, was halt wundervoll funktioniert hat, kostete seinerzeit 45 Euro. Das fand ich immer einen sehr moderaten Preis. Ja, es gibt auch schon welche für 20, 30 Euro, aber das machte seinen Job auch so viel besser, dass sich das gerechtfertigt. Die beiden neuen Headstraps, die hauen richtig rein. Preise schwanken halt immer leicht, ihr kennt das ja, aber bei Amazon kostet das Kiwi Elite Strap mit Akku, also das, was ich richtig geil finde, 89 Euro. Das ist schon eine Ansage, finde ich, ja. Das ist ein ganz schöner Sprung nur für den Akku. Und jetzt kommt's, das Audio-Headstrap kostet 86 Euro. Das sind schon heftige Preise. Ich wurde ehrlich gesagt erst eines Besseren belehrt, seitdem ich in den offiziellen Meta-Shop geschaut hatte, der jetzt seit ein paar Tagen wieder zu erreichen ist, und sehen konnte, dass das einfache Akku-Strap von Meta, das Original Elite Strap, halt auch 70 Euro kostet. Und jetzt kommt's, und das mit Akku, das kostet tatsächlich 140 Euro. Meine Fresse, das habe ich nicht gewusst. Beziehungsweise damals vor 2 Jahren, als es released wurde, waren die Preise wirklich noch anders. Ja? Das Original der Elite-Riemen mit Akku von MetaQuest, der zugegebenermaßen ein bisschen eleganter aussieht, der aber tatsächlich wesentlich unbequemer und wesentlich unfunktionaler war, kostet 140 Euro. Deswegen habe ich jetzt auch kein schlechtes Gewissen mehr, euch tatsächlich das Elite-Strap von Kiwi mit Audio für 89 Euro zu empfehlen. Ich mache euch hier Link zu dem Audio und zu dem Akku-Strap. Ja? Je nachdem, was euch davon besser gefällt, könnt ihr dann das bei Amazon kaufen. Das sind sogenannte Affiliated Links. Ja? Ich bekomme dann vom Verkäufer, also von Kiwi, ein bisschen Prozente. Das kostet euch nicht mehr und ihr unterstützt gleichzeitig diesen Kanal. Und falls das jetzt hier für euch ein guter Tipp ist, dieses Video, sagt ihr damit gleichzeitig Danke. Das ist auch eine schöne Geschichte. Und ich habe aber noch einen Deal. Und zwar, wenn ihr nicht bei Amazon kaufen wollt, sondern bei Kiwi selber auf der Seite, und auch bei Kiwi sind die Preise sowieso ein bisschen günstiger. Ihr habt dann einfach nur längere Wartezeiten. Ja, also bei Kiwi selber kostet nämlich das Audio-Strap erstaunlicherweise nur 78 Euro. Headstrap mit Akku kostet auch hier 88 Euro. Ich habe jetzt einfach ein bisschen aufgerundet. Wenn ihr nicht bei Amazon kaufen wollt, dann auf der Original-Kiwi-Seite, wahrscheinlich ist dann der Versand ein bisschen länger oder so. Ich weiß das auch nicht. Dann könnt ihr den Code MOFANWR20 benutzen, alles zusammengeschrieben. Und dann spart ihr auch noch. Ratet, wie viele Prozente? Ja, 20.
So, leider habe ich dann davon nichts mehr. Ja, ich bekomme dann keine Affiliated Budget, aber ihr könnt dann sparen. Und das ist auch nochmal ein Tipp. Also, da könnt ihr dann von dem doch recht saftigen Preis noch ein bisschen was abknapsen und macht mir dann leider kein Weihnachtsgeschenk, aber euch ein sehr schönes und das gönne ich euch ja auch. Die große Frage ist, braucht man diese Straps? Meine Antwort ist ja. Wie gesagt, ich hatte auch im Verlauf der Nutzung der MetaQuest 2 viele Straps ausprobiert und war nie so richtig happy damit. Beim Elite-Strap habe ich dann gesagt, ja geil, das ist es. Und als das Elite-Strap dann noch den Akku bekam, habe ich gesagt, okay, jetzt bin ich wirklich angekommen, jetzt kann ich irgendwie 6 Stunden irgendwas spielen und es ist trotzdem bequem und ausgewogen auf dem Kopf. Sehr, sehr schön. Ich kann das sehr empfehlen. Macht es auf jeden Fall, das verbessert euer VR-Leben. Das war's von mir. Also, wenn ihr diesen Tipp gut findet oder dass ihr hier noch was sparen könnt, es freut mich natürlich, euch zu helfen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir dafür ein Däumchen unter das Video gebt. Abonniert gerne den Kanal, denn dann erfahrt ihr vom nächsten Ding, was ihr unbedingt braucht für euer Gerät, ganz sicher. Ich mache auch News hier auf dem Kanal, die sich um VR drehen. Es könnte also für euch ganz nützlich sein, wenn ihr, wie ich, ein VR-Nerd werden wollt. Bis dann, Motensen, ich bin erstmal raus. Mofan VR, immer für euch da. Bye, bye.